Vor allem langfristig gesehen ist eine Dividendenstrategie gleich aufgrund mehrerer Faktoren ratsam. Zum einen partizipieren wir an der langfristigen Dividendenrendite und dem bekannten Schneeball. Gerade deshalb sind Dividendenwachstumsaktien wichtig. Was zu Anfang nicht mehr als ein paar Krümel hier und da sind, entwickelt sich kontinuierlich zu einem stattlichen Dividendeneinkommen. Außerdem beginnen wir ganz automatisch von Jahr zu Jahr immer mehr von unserem Sparerpauschbetrag, der aktuell 1.000 Euro beträgt, abzuschöpfen. Nicht vergessen, wer nicht jedes Jahr die vollen 1.000 Euro Sparerpauschbetrag ausschöpft, verschenkt Geld. Oftmals wollen wir aber vor allem unsere Gewinner laufen lassen und nicht verkaufen, uns gehen also immer ein paar Euro durch die Lappen. Für all die also vor allem an stark wachsenden Dividenden interessiert sind, trotz dessen aber auch Kurswachstum im Portfolio sehen wollen, habe ich mich einmal nach den Top 3 Dividendenwachstums-ETFs umgeschaut. Nichts von dem, was ich mache, ist jemals Anlage- oder Steuerberatung. Mein Ziel mit diesem Kanal ist, dir die besten Informationen und Daten zur Verfügung zu stellen, die du brauchst, um die für dich besten Entscheidungen zu treffen. Wenn du mich für diese Arbeit unterstützen willst, machst du das am besten, indem du den Kanal abonnierst und einen Like dalässt. Der erste ETF, den wir uns anschauen wollen, ist der Vanguard Dividend Appreciation ETF. Der ETF ist deshalb besonders, da er den S&P US Dividend Growers Index abbildet. Dies ist ein Index, der sich auf US-amerikanische Large-Cap-Unternehmen fokussiert, die seit mindestens 10 Jahren kontinuierlich ihre Dividendenausschüttungen erhöht haben, in meinen Augen also perfekt für das geeignet, was wir suchen. Bevor wir gleich etwas tiefer auf den ETF eingehen, schauen wir auf die Performance. Über die letzten 5 Jahre gesehen sind wir beim VIG mit knappen 80% im Plus, über die letzten 3 Jahre, je nachdem wo wir ansetzen, mit knappen 30% im Plus. Wenn wir natürlich den letzten Absturz an den Märkten durch Trumps Zollpolitik mit einkalkulieren, wären wir bei 3 Jahren gesehen trotzdem mit 20% im Plus. Über ein Jahr gesehen haben wir 8% auf der Uhr und year to date sind wir relativ flat. Wir gehen auf die wichtigsten Daten. Der VIG-ETF von Vanguard hat eine jährliche Gesamtkostenquote von nur 0,05% und das ist wirklich äußerst gering. Dafür sind die ETFs von Vanguard aber auch bekannt, weshalb ich es extrem schade finde, dass Vanguard als ETF-Anbieter bei uns im deutschsprachigen Raum eigentlich kaum vertreten ist und auch leider nur von den wenigsten Leuten überhaupt beleuchtet wird. Daher Kanal abonnieren. Mir ist wichtig, dass wir uns auf die wichtigsten Daten stützen und die besten Daten dafür verwenden, um die besten Assets zu finden. Wir haben 337 verschiedene Unternehmen im ETF. Breit genug diversifiziert sind wir damit auf jeden Fall. Schauen wir auf die Sektorenverteilung. Wir sind hauptsächlich im Finanzsektor, Healthcare, Consumer Staples, also Basiskonsumgüter, Industrie und im Technologiebereich investiert. Dementsprechend sehen unsere Top 10 Positionen im ETF so aus. Wir haben Apple, Broadcom, JP Morgan, Microsoft, Visa, ExxonMobil, Mastercard, Costco, Eli Lilly und Walmart. Und hier finden sich einige Aktien wieder, über die bereits wir in der Vergangenheit gemeinsam sprachen, als es um starke Dividendenwachstumsaktien ging. Wir sprachen bereits gemeinsam über Microsoft, Costco, Visa und auch Mastercard. Video, in dem wir über das Beste aus beiden Welten von Wachstum und Dividenden sprachen, hier oben rechts verlinkt. Eine der mit wichtigsten Kriterien sind natürlich die Dividenden. Der VIG hat aktuell eine Dividendenrendite von 1,76%, die natürlich immer etwas schwankt, sich aber auf jeden Fall sehen lassen kann. Das bedeutet, wir haben knappe 94 Cent an Dividenden pro Quartal für jeden einzelnen Anteil, den wir besitzen. Aktuell tradet ein Anteilsschein bei $200. Sagen wir also, wir würden 1.000 Euro investieren, dann hätten wir beim aktuellen Kurs 5 Anteile. Das entspräche also Dividenden pro Jahr von ungefähr 18 Euro und das ist überhaupt nicht von schlechten Eltern, da diese Dividenden langfristig weiter anwachsen und auch die Anteilsscheine zumindest bisher sehr gut gelaufen sind. Und ich möchte erneut daran erinnern, weshalb man meiner Meinung nach den Fokus immer auf Dividendenwachstum setzen sollte, anstatt sich auf Dividendenaktien zu fokussieren. Wir sehen hier einen Vergleich zwischen der Domino's Pizza und McDonald's Aktie. Auf der X-Achse sehen wir den Zeitrahmen, auf der Y-Achse hier links die Dividendenrendite. Wenn wir zurück zu 2022 gehen, sehen wir, dass die McDonald's Aktie damals eine höhere Dividendenrendite als Domino's Pizza hatte. Der Vorteil in der Domino's
Domino's Pizza Aktie liegt jedoch darin, dass das Unternehmen die Dividenden stärker erhöht. Bei der blauen Linie sehen wir also, dass im Jahr 2033 die Dividendenrendite von Domino's Pizza einen Schnittpunkt mit der Dividendenrendite von McDonald's erreichen wird und ab diesem Zeitpunkt mehr Dividenden als McDonald's ausschütten wird. Wir haben also speziell bei Dividendenwachstumsaktien den Vorteil, dass wir a. meistens höhere Kursgewinne haben, b. langfristig gesehen höhere Dividendenrenditen haben und c. eine bessere Kapitalallokation haben. Und der Vorteil von ETFs, die sich auf Dividendenwachstumsaktien fokussieren, ist, dass sich dieser Trend immer nur weiter vergrößern wird. Der Nachteil, den wir zumindest mittelfristig akzeptieren müssen, ist, dass wir geringere Ausschüttungen haben. Dividendenwachstums-ETF Nummer 2, den wir uns anschauen wollen, ist der iShares Core Dividend Growth ETF. Die jährliche Gesamtkostenquote liegt bei 0,08% und ist damit 0,02% höher als beim VIG, den wir uns eben ansahen. Trotzdem ist diese wirklich lächerlich gering. Der ETF bildet den Morningstar US Dividend Growth Index ab. Dieser Index fokussiert sich etwas anders auf das Thema als der VIG, auf den wir eben eingingen. Und zwar haben wir hier Unternehmen, deren Dividende seit mindestens 5 Jahren kontinuierlich ansteigen, nicht seit 10 Jahren. Außerdem sind die Gewichtungen auf 3% begrenzt. Keine Position im ETF darf also höher als 3% sein, weil man dadurch Übergewichtung vermeiden möchte. Auch hier, bevor wir gleich tiefer auf den ETF eingehen, schauen wir wieder zuerst darauf, wie das Ding gelaufen ist. Über die letzten 5 Jahre gesehen sind wir mit 78% im Plus, über die letzten 3 Jahre mit knapp 10%. Wenn wir auch hier wieder fair sind und den Zollkonflikt Anfang April einkalkulieren. Über ein Jahr gesehen haben wir 7% auf der Uhr und year to date sind wir auch hier flat. Es geht weiter mit den wichtigsten Daten. Wir haben 408 Unternehmen im ETF, sind also auch hier breit genug diversifiziert. Unsere Top 10 Positionen sind Microsoft, JP Morgan, ExxonMobil, Johnson & Johnson, Apple, Broadcom, AbbVie, Procter & Gamble sowie Home Depot. Wir sehen da also auf jeden Fall einen Unterschied zu dem ETF, den wir uns eben ansahen und haben eine Varianz, die wir auch in der Sektorenverteilung sehr gut sehen können. Wir sind mit dem ETF hauptsächlich im Finanzsektor investiert, gefolgt von IT, Healthcare, Basiskonsumgüter, Industrie und dem Energiesektor. Thema Dividenden. Wir haben eine Dividendenrendite von aktuell 2,3%, die sich hier auf jeden Fall sehen lassen kann und das entspricht aktuell pro einzelnen Anteil, den wir haben, pro Jahr Dividenden von 1,40 Euro. Rein thematisch unterscheidet sich der DGRO zum VIG dahingehend, dass wir einfach noch einmal etwas konservativer in der Gewichtung sind. Wir haben einen höheren Anteil im Finanzsektor und Unternehmen der Finanzbranche wie zum Beispiel JP Morgan, die dafür bekannt sind, etwas weniger volatil zu sein. Performancemäßig gibt sich das so gut wie nichts zum VIG, einzig und allein die Dividendenrendite ist etwas höher. Das ist nun aber auch eine Glaubensfrage, der man sich stellen muss. Im VIG haben wir mehr Unternehmen als im DGRO, die einfach prädestiniert für Kurs- und Dividendenwachstum sind. Man könnte also sagen, dass der VIG, den wir uns eben ansahen, etwas risikoreicher ist als der DGRO, dafür aber auch potenziell etwas besser performen könnte und der VIG schüttet pro Anteil fast 3-mal mehr an Dividenden aus. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welcher der beiden ETFs euch ganz persönlich besser gefällt und vor allem auch warum. Liegt euer Fokus eher auf stabilen Dividenden oder doch eher auf steigender Dividendenrendite? Das sind nämlich zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Beides hat seine Vor- und Nachteile und mich würde wirklich interessieren, wie ihr dazu steht. Kommen wir zum letzten ETF für heute und bei diesem habe ich mir wirklich extra viel Recherchearbeit für euch gemacht. Denn der VIG und der DGRO, die wir uns eben ansahen, sind beide ETFs, die einfach grundsolide sind. Viel falsch machen kann man mit diesen beiden nicht und sie vereinen beide wirklich perfekt das, worum es heute geht, nämlich Kurswachstum und steigende Dividenden. Für ETF Nummer 3 waren mir diese beiden Kriterien des Kurs- und Dividendenwachstums noch einmal wichtiger als bei den ersten beiden. Will damit sagen, ich habe extra nach einem ETF gesucht, der maximal hohe Kursgewinne verzeichnen konnte und zusätzlich maximale Dividendenrendite aufweist. Und das war wirklich nicht einfach. Ich habe nur einen einzigen ETF gefunden, der meinen Qualitätsstandards standhält und die beiden Aspekte vereint. Nämlich der Fidelity Global Quality Income ETF, Ticker FGEQ. Und das Ding kann wirklich was und ist schon etwas besonderer. Denn der ETF hat die Unternehmen, die sich innerhalb der Struktur befinden, auf Kriterien ausgesucht, die auch mir immer sehr wichtig sind, wenn wir von Einzelaktien auf fundamentaler Ebene sprechen. Wie zum Beispiel die freie Cashflow-Marge, stabile und langfristige Erträge, nicht Umsatz, sondern Gewinn, das ist hierbei das Wichtige, oder auch niedrige Verschuldung. Bedeutet also, Fidelity hat hier globale Unternehmen, nicht nur aus den USA, mit ganz speziellen Qualitätsmerkmalen am Start. Und
Wenn ich sage, mir war beim letzten ETF, den wir uns anschauen, die maximale Performance wichtig, kommt das nicht von ungefähr. Der ETF stand über die letzten 5 Jahre, bevor wir jetzt den Rücksetzer durch die Zollpolitik von Donald Trump hatten, mit über 100% im Plus und hat damit die beiden vorherigen, die wir uns angesehen haben, outperformed. Und nicht nur das. Der ETF hat es damit sogar fast geschafft, mit dem S&P 500 im gleichen Zeitraum, also über die letzten 5 Jahre, gleichzuziehen. Wir stehen über die letzten 3 Jahre gesehen mit knappen 30% im Plus, über ein Jahr gesehen mit 5% und year to date im Minus mit 3,5%. Wir gehen auf die Hard Facts und haben eine jährliche Gesamtkostenquote von 0,4%. Damit ist der ETF der teuerste der 3 von heute, aber immer noch relativ gut im Rahmen. Faustformel, alles unter 0,5% im Jahr ist vertretbar. Wir haben 249 Positionen im ETF und damit die geringste Diversifizierung aller 3, die wir uns heute angesehen haben. In meinen Augen ist dieser ETF aber immer noch breit genug diversifiziert. Die Top 10 Positionen sind Apple, Nvidia, Microsoft, Google, Meta, Broadcom, Eli Lilly, Visa, Mastercard und Johnson & Johnson. Dabei fällt uns natürlich sofort auf, woher die Performance des ETFs in den letzten Jahren kam. Nämlich natürlich durch Nvidia, Microsoft oder auch Google. Alle 3 Aktien sind in den letzten Jahren sehr gut gelaufen, aber natürlich Nvidia mit Abstand am besten. Außerdem sehen wir schon, dass der ETF rein thematisch viel aggressiver investiert angelegt ist als die beiden vorherigen. Sektorenverteilung sieht dementsprechend auch anders aus. Wir sind mit fast 27% im IT-Sektor, gefolgt vom Finanzwesen, Gebrauchsgütern, Healthcare, Industrie und Telekommunikation. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,2%. Diese schwankt wie bei jedem ETF und wir sehen, dass sie in 2021 zum Beispiel bei über 3% lag. Es gibt mehrere ETFs da draußen, die sogar 6- oder 7%ige Dividendenrenditen haben. Bei diesen sehen die Kursgewinne meistens aber auch entsprechend schlecht aus. Wir haben hier beim Fidelity Quality Income ETF also ungefähr 18 Cent an Dividenden pro einzelnem Anteil pro Jahr. Dieser ETF ist also potenziell volatiler und risikoreicher als die beiden vorherigen, hat dafür aber wieder eine höhere Chance auf Outperformance. Wir gehen zum Abschluss auf die Vor- und Nachteile aller 3 ETFs ein. Die niedrigste Gesamtkostenquote haben wir bei ETF Nummer 1, gefolgt von ETF Nummer 2 und dann gefolgt von ETF Nummer 3. Was die Stabilität der Dividendenrendite betrifft, haben wir hier die höchste beim DGRO, da dieser ETF den S&P US Dividend Growers Index nachbildet. Dieser Index setzt den Fokus auf etablierte Blue-Chip-Unternehmen, die seit mindestens 10 Jahren kontinuierlich die Dividenden erhöht haben. Was die Höhe der Dividendenrendite betrifft, belegt ETF Nummer 2 Platz 1 mit knapp 2,3%, gefolgt von ETF Nummer 3, also dem FGEQ mit 2,2% und die im Vergleich geringste haben wir beim VIG, somit ETF Nummer 1 mit 1,92%. Was die Performance betrifft, hat der FGEQ auf 5 Jahre gesehen am besten abgeschnitten, auch wenn vergangene Renditen natürlich nichts über die Zukunft aussagen. Bei der Diversifikation haben wir die höchste beim DGRO mit 418 Unternehmen, gefolgt von ETF Nummer 1 mit 340 und zum Schluss den Fidelity Quality Income ETF mit 249 Unternehmen. Das waren meine Top 3 Dividenden-Wachstums-ETFs. Ich finde alle 3 sehr interessant und denke, hier ist wirklich für jeden von euch wenigstens einer dabei, der interessant sein könnte. Egal, ob man sich nun auf eher hohe Ausschüttungen, geringe Volatilität, Kursgewinne oder Diversifizierung fokussieren will. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welcher der 3 euch am besten gefällt und weshalb, bevor wir uns nächste Woche in alter Frische wiedersehen.